Klassiker. Hier sind wieder Joe Und Andy von Enjoy Magic. und willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute haben wir von Magic Shop Level 1 von Christian Grace. Ja, Andy, erzähl den Effekt. Ich würde sagen, der Hype ist real, richtig? Ja, so ungefähr. Der Effekt, ja, ihr lasst ein Kartenspiel verschwinden. Auf visuelle Weise, und zwar nicht alles auf einmal, sondern Level 1 und dann Level 2 und Level 3. Also ihr zeigt ja. quasi ein Kartendeck, ihr schüttelt einmal, es ist nur noch offensichtlich die Hälfte der Karten. Ihr schüttelt noch einmal, es ist nur noch eine Karte und das ist die Zuschauer gewählte Karte. Oder ich habe es jetzt auch, kommen wir auch später noch drauf hin, in der Facebook-Gruppe ein Vierling beispielsweise, 4 Könige, in Royal Flush beispielsweise, wäre alles möglich. Genau. Gibt viele Varianten von einem Deck Vanish, der dann in der Tasche wieder auftaucht. Die Frage ist er praktikabel? Das ist nämlich das Erste, genau. Es ist wohl da wirklich das, versprechen die Entwickler nicht so viel, das praktikabelste Gimmick, das ich kenne. Weil man kennt Deck Vanishes à la Gone-Deck von Shin Lim. Meistens sind es sehr, wie sagt man, leicht gebaute und auf, wie heißt die Abkürzung? Kartengimmicks halt. Kartengimmick, ja. Kartengimmick. Das ist ein Kartengimmick. Aber das hier ist kein Kartengimmick. Es ist stabil. Es ist definitiv stabil. Es ist für Zauberer unkaputtbar. Man kann alles kaputt machen, aber es ist für Zauberer. Nein, habe ich auch schon jetzt ein paar Sachen in der Facebook-Gruppe gelesen. Anscheinend, eine Waschmaschine hält es nicht aus. Okay. Also Platzbedarf ist es ein bisschen kleiner als ein Sharpie. Passt eigentlich in jede Hosentasche. Also damit auch bei jedem Zauberer quasi. Ich korrigiere mich, es geht bei der Performance nicht kaputt. Oft ist es bei Kartengimmicks so, es kann euch während der Performance was reißen, was oft ein überüblicher Bestandteil ist, den gibt es hier nicht. Hier reißt nichts und es ist für die Performance absolut robust. Und es ist kein Reset sofort, also es ist einfach praktikabel, brauchen wir nicht mehr drüber reden, es ist absolut praktikabel. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, wenn ihr es bekommt, ihr müsst noch ein bisschen was modifizieren, aber minimal, also vielleicht noch eine Minute oder 2, wenn überhaupt, und dann ist es quasi gesetupt, bis ihr es dann einsetzt. Es ist, dadurch, dass es halt eben jetzt kein Kartengimmick ist, sondern ein anderes Gimmick, etwas mehr Übung notwendig. Das ist der Punkt. Genau. Ja, schon. Also, es wird auch irgendwie damit geworben, in einer Viertelstunde kann man's. Also, so wie ich das jetzt sportlich. Genau. Also, es gibt eine Facebook-Gruppe, da gibt es auch so ein paar Tipps-Video, auch vom Christian Grace. Das ist jetzt so ein neuer Trend, glaube ich, bei vielen Gimmicks, was ich jetzt bisher gesehen habe, oder vielen Effekten, dass es jetzt Facebook-Gruppen gibt, wo man seine Ideen posten kann und was alles und Ideen und hier und da. Und das hier ist eigentlich relativ interessant. Also, wie gesagt, von Christian Grace, der gibt halt eben so ein paar Tipps, wo ich das Video gesehen habe, das dauert so 6-7 Minuten mit den Top 5 Tipps, die man geben kann, wo er sagt, wenn euch das passiert, dann müsst ihr wahrscheinlich das machen und vielleicht haltet ihr es dann verkehrt. Und ich habe mir das angeguckt und ich muss sagen, ja, das waren so quasi die Anfängerfehler, die ich da auch gemacht habe. Mittlerweile, jetzt habe ich es mal so eine Zeit am Andi übergeben, jetzt habe ich es mal wieder ausprobiert. Es geht relativ leichtgängig, also man kommt schon rein. Die Sache ist nur die, ihr müsst entsprechend strukturieren, dass ihr quasi zu diesem Ausgangspunkt kommen könnt. Ja. Es ist auch, also ich finde, ich habe mir schwer getan beim Üben, aber das ist halt immer unterschiedlich, je nachdem, wie Fingerfertigkeit man schon mitbringt. Sag ich mal, ja, der Trend in den Facebook-Gruppen ist super, weil ihr werdet um kaum ein Produkt so viel Content rumkriegen. Es ist einfach Wahnsinn. Ihr habt das Produkt und ihr habt so viele Ideen, was man damit machen kann. Das wertet es schon irgendwo auf, finde ich, als wie wenn was hinkommt, wo sagt, das ist die Routine, ihr könnt nur das damit machen. Genau, und sonst, euch wird auch geholfen, wenn es irgendwas gibt. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Winkelanfällig. Ja, wobei, da hat er jetzt auch gesagt, es ist beinahe 365 Grad, 365 Grad unser Klassiker. Je nachdem, wie es halt, also ich würde jetzt mal behaupten, von hier bis hier auf jeden Fall. Also das sind schon, ja gut, locker 90 Grad plus. Ich würde mal sagen, ihr müsst Winkelmanagement üben. Das ist also es ist, wenn ihr es richtig macht, könnt ihr es aus sehr vielen Winkeln zeigen, aber ihr müsst einfach, wie haltet ihr eure Hand, damit der Winkel passt, üben. Das gehört definitiv dazu, das ist ganz entscheidend, sonst kann es böse enden. Und das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist am Ende, wenn quasi nur noch eine Karte oder die Vierlinge oder der Royal Flush dann quasi da sind, das Gimmick noch wegditschen. Genau, ja. Also auch von der Größe der Hände her müsst ihr vielleicht ein bisschen üben. Das ist das.
Mein Eindruck davon, ich finde die Idee ist jetzt nicht schlecht und jetzt auch, ich glaube, in der Facebook-Gruppe war es Mark Herstein, der das mit Thanos gemeint hat, der quasi geschnipst hat, Spoiler-Alarm für die jetzt Avengers Infinity War noch nicht gesehen haben, hups, ja, wenn er schnipst und die Hälfte aller Menschen, aller Lebewesen verschwindet, so ungefähr könnte man es. Das war die Idee von Mark Herstein, ich meine. Okay, also und dann geht es halt eben weiter, dass man noch einmal schnipst und es ist nur noch die Card vom Zuschauer da. Ihr seht schon, das sind ganz viele Ideen bei dem Produkt. Das, was uns bei vielen Produkten fehlt, ist bei dem Produkt mit dabei. Ein Punkt noch, auch Routinen sind coole mit dabei. Es ist die Standardroutine, ihr lasst Karten für die Hälfte verschwinden, nochmal und es taucht in eurer Hosentasche auf. Klassiker. Es ist auch eine Routine dabei mit einem Handy, wo es um einen Kameratrick geht. Die ist sehr geil. Also auch wirklich eine Worker-Routine, würde ich fast sagen, wie ihr Street Magic oder Table Hopping, Walkaround performen könnt. Ja, vom Winkel her, also fürs Table Hopping stelle ich es mir, wobei es, wenn ihr das Winkelmanagement übt, auch. Denke ich auch, kein Problem, haben auch schon ein paar Leute gepostet. In fast allen Situationen eigentlich einsetzbar. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ich wüsste jetzt nicht, aber ich komme jetzt mal zur Bewertung. Die mag jetzt vielleicht für manche ein bisschen hart sein. Ich gebe dem Ganzen jetzt 6 Punkte. Ich finde, man kann es riskieren. Ich bin jetzt aber leider blöderweise zu sehr eingefahren von meinen Deck-Vanishes. Ich habe 2 Routinen, wo das komplette Kartendeck verschwindet, beziehungsweise außer die halt eben noch übrig, also die ausgewählten. Ja. Und das ist bei mir halt in der Routine drin. Jetzt da extra noch ein Gimmick mit einzubauen, wäre für mich jetzt nichts. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es... Wobei, nee, Quatsch, Entschuldigung, da ist unser Bewertungssystem ja anders. Ich gebe ihm 7 Punkte, denn die Idee ist gut und auch interessant, aber für mich nicht machbar aus anderen Gründen. Entschuldigung, dafür haben wir die Notizen ja da. Wir verlinken euch mal das Bewertungsvideo übrigens, wenn ihr euch das mal interessiert. Von mir gibt es 8 Punkte, weil ich finde es super. Ich habe auch echt Lust, das zu performen, aber ich muss noch üben. Das ist es einfach. Ich muss einfach noch üben. Weil ich, aber dann werden wir verwenden. Genau. Ich bleibe trotzdem bei 8 Punkten, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es schaffe, ob ich es verwenden kann. Ich habe die Winkel noch nicht ausprobiert, ob es für mich komfortabel ist. Aber ich finde, ich gucke dem mal positiv entgegen. Und wir würden uns empfehlen, definitiv nicht Anfängern, auf jeden Fall erfahreneren Zauberern, die schon vielleicht mit ähnlichen Sachen gearbeitet haben oder Lust haben mal auf ein neues Projekt und viel Übung. Also, oder je nachdem, wie gut sie sind. Genau. Wahrscheinlich die Erfahrenen brauchen weniger Übung und ja... Also auf jeden Fall für Fortgeschrittene. Ich würde Anfängern tatsächlich eher zu anderen Sachen übt erstmal was anderes. Genau. Und das war's mit Level 1. Und hier sind wir mal wieder zur Mitte der Review. Ja, wir haben aktuell ein sehr, sehr cooles Projekt. Und zwar war bei uns der Zauberkollege, der Willi, zu Gast. Und wir haben eine Lecture mit ihm gedreht. Die erste Gast-Lecture zum Thema... er arbeitet mit so vielen spannenden Sachen. Er hat Memo-Decks im Einsatz, Bühnentechnik, Veranstaltungstechnik. Also wenn das für euch, er ist auch Vollprofi, also er lebt von der Zauberkunst. Wenn euch das interessiert, schaut euch auf jeden Fall mal den Trailer an. Wir packen euch hier rein. Und ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wir haben für die erste Woche, wenn ihr es jetzt hier aktuell seht, die Folge, gibt es 5 Euro Rabatt, die ganze Lecture. 5 Euro günstiger, also schaut da vorbei, nicht verpassen. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Produkt. Als nächstes Produkt haben wir Light It Up von Achtung, Sense. Schon lange kein Sense Minds Produkt mehr gehört. Ja, warum? Weil wir keine Lust drauf hatten. Aber Andi, nein, es ist the ultimate best gimmick for every magician, for the mentalist, for this day and age. Sense Minds. Ja, es ist ein Feuerzeug. Und Joe, was noch? Ja, also ihr könnt quasi ein Feuerzeug, Zippo-Feuerzeug, ist in Leder eingefasst, schwarz-rot, ich glaube noch eine andere Farbe. Und ihr habt die Möglichkeit, es auf den Tisch zu stellen, dem Zuschauer seine Hand zu geben und es quasi durch eure Gedankenkraft per Pyrokinese es zu entflammen. Was natürlich sehr schön ist, wenn ihr ein Feuerzeug auf den Tisch stellen könnt, die Hände quasi frei haben und auf einmal springt es an. Und ihr geht hin und produziert quasi mit einem Pyropapier beispielsweise ein Nucho oder sonst irgendwas. Ja, ich spoilere es jetzt gleich mal. So cool wie die Umsetzung klingt, so cool wie der Effekt klingt, so uncool ist die Umsetzung, wenn er mich fragt. Wir haben beide ein bisschen damit rumgespielt, es hat mal funktioniert. Ja. Die erste Zeit war es auch sehr cool, es war auch ganz interessant, damit rumzuspielen. Da ist das fürs Rumspielen geil, also es ist ein geiles Teil, wer gerne mit Feuer spielt, was wir tun, so, ne, macht Spaß. Ich habe ein Problem, kann ich gleich vorneweg sagen, weil es gibt nicht so viel zu sagen zum Effekt oder zum Performen, es spricht ja für sich, die Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit, es ist einfach der Knopf, ich meine, wir können offen drüber reden, weil im Trailer auch alles gezeigt wird, ne, sollen wir es auspacken, der Knopf, der ist einfach von der Haptik her so, also ich bin jetzt nicht der feinfühligste, habe ich ja schon diverse Male, wenn ich das drücke, ich weiß nicht, ob ich es gedrückt habe. Und das ist ein geiler Effekt, dem Zuschauer das in die Hand zu geben und dann zu sagen, Achtung, bumm, und es fängt an zu brennen. Genauso peinlich finde ich es aber auch, wenn ich das mache. Der Zuschauer hat das Feuerzeug in der Hand
Und ich mache so und es flammt nicht. Es ist einfach nicht zuverlässig genug, dass ich mich damit an ein richtiges Publikum ranwagen würde. Ich weiß jetzt leider auch nicht, woran es liegt. Also es zündet, die Spule ist auch austauschbar. Ja. Das Problem ist aber in dem Fall jetzt nicht die Spule. Das Feuerzeug hat genug Benzin, wie ihr es gerade eben seht. Und es kommt auch anscheinend genug Hitze hin. Ihr könnt es auch einstellen zwischen 5 und 10 Sekunden, je nachdem wie ihr drückt. Jetzt sollte es jetzt eigentlich, genau, ich sehe jetzt quasi es, und ihr seht es vielleicht auch rauchen, aber es zündet nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Wir wissen es nicht, wir haben jetzt ein bisschen mit dem Dochter rumgespielt. Wir kriegen es nicht mehr zum Laufen. Vielleicht lag es auch daran, dass es beim Andi lag. Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Aber es war auf jeden Fall, sagen wir es mal so, wenn es funktionieren würde. Es war damals, wo wir es ausprobiert haben, sehr interessant, wo ich es nämlich auf den Tisch gestellt habe und es ist auf einmal angeflammt. Ja. Und dann auf einmal bin ich hingegangen und du bist voll erschrocken, weil du auf einmal mit dem Pyropapier nicht gerechnet hast. Der Fokus liegt einfach in dem Moment auf einem sich entzündenden Feuerzeug. Das ist faktisch so. Ihr habt eine schöne Ablenkung. Von daher, wie sie schon sagen, ihr habt beide Hände frei, um beispielsweise damit was zu machen. Das ist schon mal ja nicht verkehrt. Der Preis ist aber schon echt hart und das ist halt leider echt wieder, wie gesagt, bei SenseMind. Die Idee super, die Ausführung halt eben, naja, also ich weiß nicht, rausgebracht. Mag das an unserem Teil liegen, aber dann ist die Frage, wie ist der Support bei SenseMind? Wir persönlich werden jetzt mit Magic Shop mal reden und wenn es Erkenntnisse dazu gibt, wie immer als Kommentar unten von uns angepinnt, aber ich habe von diversen Kollegen gehört, dass der Support von SenseMind nicht so der Fall ist. Ich stelle mir bei sowas einen Support vor, man sagt dem Bescheid, schickt zurück und kriegt ein neues. Ich weiß nicht, ob das so ist, das werden wir mal sehen, weil wenn das nicht so ist, dann ist es einfach das Risiko zu hoch, dass euer nicht gescheit funktioniert. Noch ein Punkt dazu ist, dass dieses Entflammen in echt nicht so ist wie im Trailer, wenn ihr mich fragt. Im Trailer ist das wirklich so wumpf, eine Flamme und in echt fängt es erst an zu glühen. Genau, das Glimmen ist das Problem. Es glüht und dann entflammt und das schreit nach Technik. Also ich meine, wenn ich denke, also, wenn ihr Zauberer wärt und ihr könntet ein Feuerzeug, da macht ihr zack und es brennt. Ja, das macht der Zauberer. Gibt bestimmt irgendwie Filme oder so, zack und Flamme. Und nicht glüh, 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 Flamme. Das ist einfach, das schaut, wenn man ganz genau hinschaut und es gibt spitzfindige Zuschauer, ich weiß nicht, vielleicht habe nur ich die, aber es gibt die sagen dann, ist das Technik? Und so, ja. Also ich finde auch für den Einsatz als Mentalist, weiß ich nicht, ob euch das so, dann so, kann ich das mal angucken, was sagt ihr dann? Nee. Es ist es gibt mit Sicherheit Wege drumherum und wenn man auch redet und es auf den Tisch stellt und man redet mit den Leuten, auf einmal fängt es flammen, auf einmal entflammt es, weil es macht ja einen akustischen Ton, dieses, also automatisch, wenn es Feuer mal gibt, also das heißt, wenn man jetzt mit jemandem redet und man sagt, fokussier dich und auf einmal macht es wusch und es geht halt eben an, also das war jetzt ein Handy, aber egal. Also man könnte schon drum herum kommen, aber das Problem hatten wir wirklich, na hör jetzt mal auf hier. Aber das ist wirklich auch tatsächlich das Problem, was ich noch anzuführen habe. Also ich gebe dem Ganzen jetzt mal 6 Punkte und dabei bleibe ich auch, man kann es riskieren, je nachdem halt eben wie der Support ist, wie man sich damit auskennt. Ich glaube, dass manche damit eine mega Routine machen können, aber es, weiß ich nicht, irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, dass SenseMind halt eben eher so coole Gadgets raushaut, anstatt Zaubertricks. Kann man mehr Leute verkaufen als nur Zaubertricks. Ja, das stimmt. Und es schaut nicht aus wie ein Zippo. Ja, es geht nicht anders wegen Technik hier und da, aber Leute kennen Zippos und das ist einfach was anderes. Und das schreit ein bisschen nach Zauberrequisit. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, dass es ein bisschen zu verbastelt ausschaut. Und ich gebe ihm 3 Punkte, weil es hat Fehler. Es funktioniert für mich nicht zuverlässig genug. Ich finde die Haptik, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich jetzt gedrückt habe oder nicht. Und ich kann mich einfach nicht drauf verlassen. Selbst wenn es jetzt gehen würde, ich weiß, mit diesem Knopf, ich spüre nicht, ob ich ihn gescheit gedrückt habe oder nicht. Vielleicht bin ich da zu wenig feinfühlig für, was auch immer. Aber ich finde es geile Idee, Hammer-Idee, aber die Umsetzung einfach nicht gut genug. Zu schnell auf den Markt gebracht. Ich nenne es jetzt einfach mal den SenseMind-Fehler oder die SenseMind-Krux, wie auch immer. Das wäre es dann von Light It Up. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Grip für diese Woche mit Level 1 und Light It Up. Könnt mal in die Kommentare schreiben, was euch davon besser gefallen hat. Ja, ob euch welcher Hype euch besser gefällt. Danke nochmal an Magic Shop für die Produkte. Genau. Saucoole Sache. Unterstützt unseren Sponsor. Link und alles in der Beschreibung. Und in diesem Sinne, bleibt magisch.